Buongiorno a tutti, herzlich willkommen heute zum 21. Juni 2026. Weil es gar so schön ist, jedes einzelne Sternzeichen. Wie immer, ich beginne mit dem Steinbock. Die Karten sind schon vorgemischt. Lieber Steinbock, du hast die Knospen. Die Knospen, Symbol für etwas Neues. Etwas darf wachsen. Die Frische. Heute schau genau hin. Was möchte sich in dir entfalten? Was darfst du kreieren? Trau dich, sei mutig. Heute ist der Tag, an dem du entweder etwas Neues beginnst oder aber auch das, was du dir vielleicht vor langer Zeit gewünscht hast, beziehungsweise darauf gehofft hast, es darf heute zu dir kommen. Ebenso gut möglich, dass dein Bewusstsein wirklich expandiert. Es weitet sich aus, du wächst in einer Situation über dich hinaus. Ganz, ganz großes Potenzial heute. Sei gut zu dir selbst, erkenne deine Schönheit. Und du wirst sehen, du nimmst den ganzen Druck von dir aus einer Situation heraus. Selbstverständlich, es braucht auch ein wenig Geduld deinerseits, denn wie die Knospen, sie brauchen Zeit zur Entfaltung. Doch heute ist der Tag, an dem du etwas Neues beginnst, im Innen oder im Außen. Der Wassermann, wie der Mondzyklus heute. Lieber Wassermann, du wirst etwas in anderem Lichte betrachten. Du wirst einen Zyklus vielleicht beenden, vielleicht einen Zyklus in deinem Leben genauer unter die Lupe nehmen. Es darf aber eventuell auch ein neuer Zyklus entstehen. Was sagt dir deine Intuition schon ganz lange? Doch du wehrst dich dagegen. Heute solltest du dort einmal vielleicht genauer hinsehen und dem Ruf deiner Intuition nachgehen. Rufe es ins Leben und du wirst sehen, auch bei dir, so wie beim Steinbock, darf der Druck abfallen. Gut möglich, dass du mit einem Wasserzeichen zu tun hast. Die Situation darf sich transformieren durch eine Einsicht, sei es von dir, vom Wasserzeichen, von euch beiden. Ebenso, wer mit Kristallen arbeitet, etwas verändert sich in der Kristalltherapie. Die Fische heute, sie kümmern sich um sich selbst. Der Fisch lässt Revue passieren. Der Fisch schaut, was darf bleiben, was darf gehen. Der Fisch ehrt sich heute selbst. Der Fisch macht Seelenpflege, Körperpflege, Gedankenpflege. Der Fisch kommt heute sehr in die Dankbarkeit für etwas ganz Bestimmtes oder für das große Ganze. Vor allem aber ist der Fisch heute gut zu sich selbst. Der Fisch kommt heute in die Annahme. Der Fisch erkennt ebenso gewisse Grenzen, die er sich selbst auferlegt hat. Diese werden heute noch einmal ganz genau angeschaut und losgelassen. Sie dürfen transformieren. Bitte keine neuen Grenzen, keine neuen Selbstbegrenzungen setzen, sondern eher die Grenzen im Außen. Der Widder, lieber Widder, für dich ist heute Rosmarin sehr ausschlaggebend. Rosmarin, eine ganz, ganz tolle, starke Heilpflanze. Bitte mach dich schlau, was Rosmarin als Heilpflanze bedeutet. Vielleicht ist es gerade das, was du heute für dich brauchst. So, der Rosmarin lädt dich ein, Vertrauen zu haben. Der Rosmarin lädt dich ein, deine Widerstandsfähigkeit ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Wo stehst du im Widerstand? Mit wem? Mit was?
braucht es diesen Widerstand. Du hältst schwere Situationen echt gut aus, doch ist die Geduld dann mal vorbei, ratzfatz wird diese Situation beendet. Wie gesagt, je nachdem, wo du in deinem Leben stehst, heute bekommst du tiefe Einsichten. Du bist dir selbst gegenüber vertrauensvoller, lieber Widder, und das ist gut so, denn heute wirst du etwas verändern. Heute wirst du eine Entscheidung treffen, bei manchen eine kleinere Entscheidung, bei manchen anderen eine etwas größere. Der Stier heute. Der Stier ist heute sehr positiv eingestellt, denn eine Veränderung darf kommen. Sei es, lieber Stier, dass du diese Veränderung einläutest oder aber im Außen verändert sich etwas und es stimmt dich sehr positiv. Heute kann dir ein Moosachat beruhigend zur Seite stehen. Halte dich heute in der Natur auf, wenn es geht und wenn es auch nur 10 Minuten sind. Du wirst sehen, es beruhigt dein ganzes Nervensystem und du wirst zuversichtlicher. Falls du irgendwo stehst, wo du sagst, oh, hoffentlich kommt die Lösung. Ja, sie kommt heute ab 16 Uhr, lieber Stier. Der Zwilling. Der Zwilling sollte sich heute mit Salz auseinandersetzen. Wie wir alle wissen, Salz ist nicht nur ein Gewürz, sondern Salz saugt auf. Nicht nur die Feuchtigkeit, nein, auch all die negativen Energien. Lieber Zwilling, du hast heute vielleicht das Gefühl, dass du dich schützen musst vor jemandem, vor etwas. Trage einfach ein bisschen Salz in deiner Hosentasche oder in deiner Handtasche, wo auch immer. Gutes Ritual ist auch, Salz in die Ecken eines Raumes zu geben, Salz vor die Tür zu geben und die negativen Energien werden ferngehalten. Nicht, weil du jetzt irgendeine negative Energieattacke bekommst, sondern du setzt dich damit auseinander, denn du spürst irgendetwas, die Energien sind ein bisschen widerspenstig und ich denke, das Salz hilft dir auch ganz klar zu erkennen, wo du dich positiver ausrichten solltest, mit welchen Menschen vielleicht, wo du das Gefühl hast, du fühlst dich danach so erschöpft und die nur saugen und nur nehmen und nichts geben. Bezieh das Salz einfach mit ein, lieber Zwilling. Vielleicht solltest du auch ein Salzbad nehmen, nicht? Der Krebs. Der Krebs setzt Intentionen. Der Krebs setzt einen Samen. Lieber Krebs, bitte visualisiere. Das ist heute ganz wichtig für dich. Denn, wie du weißt, du erntest, was du einst gesät hast. Also, schaue immer die Absicht dahinter an, sei optimistisch und pflege diesen Samen. Es kann nun natürlich sein, dass heute etwas auf dich zukommt, wo du sagst, hey, was soll das jetzt? Oh ja, du hast auch diesen Samen einst gepflanzt. Kann auch sein, dass du heute erntest, was du einst voller Hoffnung gesät hast. Heute wird es aufschlussreich für dich. Und wie gesagt, du gehst in die Planung, ein neuer Wunsch, ein neues Projekt. Du möchtest dich neu ausrichten und heute ist der Tag, der perfekte Tag, um dies zu machen. Der Löwe. Der Löwe heute, es geht um einen Safe Space, es geht um Herzenswärme, es geht darum, Prioritäten zu setzen. Lieber Löwe, du bist heute
irgendwie total im wohligen Gefühl. Das freut uns für dich. Du denkst über einige Dinge nach, die du einst priorisiert hast, die du heute priorisieren möchtest. Wo du sagst, ach, ich habe es priorisiert, nein, nein, weg damit. Und andere, die du vielleicht vernachlässigt hast, werden ab heute Priorität werden. Es ist etwas anders heute. Denn heute kannst du vielleicht mit einem Menschen zu tun haben, der sehr spirituell ist. Deine Spiritualität eröffnet sich dir, sie zeigt sich dir anders. Es geht um eine spirituelle Verbindung, es geht um Herzenswärme, es geht um sich wohlfühlen. Es geht auch um deine Komfortzone. Schau, ob du es schaffst, dich ein bisschen aus der Komfortzone herauszuwagen. Ich weiß, sie ist sehr wohlig, sehr schützend, sehr gewohnt, doch wenn du dich ein bisschen aus deiner Komfortzone heraus traust, wirst du eine ganz, ganz tolle Erfahrung machen heute. Die Jungfrau zieht es nach draußen, die Jungfrau zieht es in die Natur, die Jungfrau, sie möchte Neues erleben. Heute geht es bei dir nicht nur um Runen, nicht nur um die Natur verstehen, nicht nur um die Synchronizitäten verstehen, sondern es geht darum, Support zu bekommen, Support zu geben, vielleicht einen Support zu planen, liebe Jungfrau. Du hast sehr, sehr viel erreicht. Heute ziehst du ein kleines Resümee. Ich denke, der Weg dieser ersten Etappe deines erreichten Zieles ist noch lange nicht zu Ende. Plane bitte weiter und vielleicht kannst du auch die Runen befragen und mit einbeziehen. Die Waage macht heute einen Energy Check. Die Waage möchte ausmisten, sie möchte ein Clean Space haben, im Innen wie im Außen. Das kann sein, dass du heute in die Meditation gehst, dass du Rituale machst, dass du dich mit der Anderswelt verbindest, der feinstofflichen Welt, den Wesen aus inner Erde. Es kann sein, dass du im Außen plötzlich in den Putzwahn kommst oder sagst, ich packe jetzt meinen Kleiderschrank an und miste endlich aus. Du möchtest Freiheit, du möchtest ein Clean Space haben, fang bei dir an und das Außen zieht nach. Eine neue, frische Energie darf heute zu dir gelangen. Vielleicht durch einen anderen Menschen, vielleicht durch einen anderen Bewusstseinszustand. Liebe Waage, heute ist ein Aufräumtag. Im Innen oder im Außen. Du wirst es nicht bereuen, lass es zu, denn diese frische Energie, dieser frische Wind, sehr belebend. Der Skorpion. Der Skorpion heute hat die Pilze, die Fliegenpilze. Was ist das Problem, lieber Skorpion? Du fragst es dich schon sehr, sehr lange. Doch ich glaube, heute stellst du dir tatsächlich die Frage des Gesamten, was ist das Problem? Du wirst ab 14 Uhr die Antwort bekommen. Der eine gleich um 14 Uhr, der andere vielleicht erst um 21 Uhr. Bis 14 Uhr wirst du dich beschäftigen. Was passt nicht? Okay. Schau doch mal an, die Situation, die sich immer wieder wiederholt. Sie wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Du möchtest so sehr Veränderung, doch sie wiederholt sich immer. Warum verändert sie sich nicht? Weil du dich nicht veränderst. Weil du auch in einem Trott drin bist und aber mal keinen Schritt zur Seite machst, sondern immer im ewigen Hamsterrad bist. Heute
Gönne dir Ruhe, tu, was dir gut tut. Gebe die Frage nach oben, die Antwort wird kommen. Denn du bist es leid, dieses ständige, für dich Problem, Situation, unangenehme Situation, whatever, ständig vor der Nase zu haben. Räum's aus dem Weg. Heute ist der perfekte Tag dafür. Der Schütze. Der Schütze heute, der Schütze, er gönnt sich heute, glaube ich, eine Pause. In dieser Pause wird etwas erkannt, wird etwas zu dir kommen. Du beschließt etwas zu beenden. Dies kann natürlich jetzt, sage ich mal, die Überwindung des inneren Schweinehundes sein. Dies kann irgendeine Addiction sein. Dies kann, ich weiß nicht, ein Glaubenssatz sein. Dies kann eine Grenze sein, die du zu anderen Menschen aufstellst. Du beendest heute etwas, denn in der Ruhe liegt die Kraft und du darfst dort erkennen. Also ganz wichtig für die Schützen, gönnt euch heute eine Pause. Ganz wichtig. Denk nach, geh in dich, spür hinein. Und der Impuls, der kommt, go for it, lieber Schütze. Heute ist dein Tag der Befreiung. So, das war's an alle. Happy Day. Ciao.